Eine ganz junge Flügelzange soll dem FC Augsburg heute also Angst und Schrecken verbreiten. Spieltag 10, Tabellenletzter. Augsburg hat noch nicht gewonnen. Das sind immer so Voraussetzungen, da knirsche ich immer so ein bisschen mit den Zehen. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir haben trotzdem eine gute Truppe. Ein bisschen habe ich so heute umgestellt. Vorne Fridjonsson, hängende Spitze Philippe, linke Seite Duarte, rechte Seite Carrasco. Das sind die neuen beiden spanischen Youngstars, die ich heute gerne mal ausprobieren möchte. Warum ausgerechnet gegen Augsburg? Ja, wenn nicht gegen Augsburg, gegen wen dann? Also klar, ich hätte die auch gegen die Bayern spielen lassen können oder was weiß ich. Apropos Bayern, das ist unser nächster Gegner. Und auch Leverkusen. Also die nächsten beiden Spiele, die werden auch nochmal richtig heftig, richtig knackig. Und ich hoffe, dass wir heute unsere Chancen besser nutzen als gegen den VfB. Da haben wir auch 1-0 verloren, hätten auch gewinnen können. Aber wir sind das ein oder andere Mal an Nübel gescheitert. Und jetzt bin ich gespannt, was die Augsburger hier machen. 4-1-2-1-2 ist eigentlich auch eine Formation, wo wir über die Flügel eigentlich unsere Stärken dann haben. Bei unserer Ausrichtung sogar Überzahl. Aber auch die Augsburger, die werden ihre Chancen hier kriegen. Alles wegverteidigt bekommen werde ich wahrscheinlich nicht. Wenn am Ende 3 Punkte bei rauskommen, bin ich dann natürlich sehr, sehr zufrieden. Und dann geht es erstmal wieder in die Länderspielpause. Und dann, wie gesagt, warten der FC Bayern und Leverkusen. Beides Auswärtsspiele innerhalb von wenigen Tagen. Aber genau das möchte ich ja, diese Herausforderung. Die brauchen wir. Da haben wir den einen Youngster, Carrasco, der ist auch nicht langsam, wie ihr seht. Aber Rex Bitschei ist dann halt auch, was das Zweikampfverhalten betrifft, schon ein bisschen erfahrener. Und auf der anderen Seite Duarte, der ist auch schnell. Und genau solche Spiele brauchen die beiden auch mal. Von Anfang an, vielleicht auch mal 90 Minuten durch. Nur so können die sich weiterentwickeln. Die Augsburg kommen wir mit Hackespitze 1-2-3. Und Philippe heute mal als hängende Spitze. Vorne Fridjonsson gegen Joveleo. Das ist so eine Gewichtsklasse. Fridjonsson, erster Schuss. Harmlos. Musste halten, hätte ich auch gehalten. Und dann auch immer wieder vorne ins Pressing rein. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass die Augsburger das Pressing nicht immer durchhalten können, durchstehen werden. Und dass sie auch mal solche Fehler hier machen. Deswegen sind sie auch auf dem letzten Platz wahrscheinlich. Haben bislang 3 Unentschieden, aber wir brauchen auch ein bisschen Geduld heute. Vorne haben sie 2 Stürmer stehen, also bei Ballverlust. So wie jetzt, da kann es auch mal ganz schnell nach vorne gehen, das meine ich. Dann haben wir 3 gegen 2. Dann drücken sie auch ganz schnell nach. Also es ist halt auch immer mit ein bisschen Risiko verbunden, nach wie vor. Aber ich lebe getreu dem Motto, no risk, no fun. Ja, zumindest hier in-game. Und den Platz haben auch wir. Carrasco jetzt. Fridjonsson muss in die Mitte rein, muss sich da hin orientieren. Dann kriegt er den Ball. Schade. Das wäre es halt gewesen. Foul von Duarte muss auch mal sein. Gibt natürlich nicht immer eine gelbe Karte. Aber ihr seht, es ist schon sehr zweikampfbetont. Vom Spielerischen her sehe ich uns auf jeden Fall besser. Aber das bringt nichts. Okugawa. Wir müssen uns im Ergebnis widerspiegeln. Das müssen wir gewinnen. Jetzt aufgepasst. Bocha. Auf Rex Bitschei, Achtung! Sinamoy macht sich lang, ist ja groß. Und macht bislang auch eine richtig gute Saison. Also spielt einen richtig guten Fußball. Hinten drin hält das, was er halten kann. Und die Gegentore, wenn ich mich an das Spiel gegen den VfB zurückerinnere, da konnte er nichts machen. Ich habe zwar versucht, da noch irgendwas zu machen, aber da war nichts mehr zu holen. So, Jongwei, jetzt haben wir Platz über links. Carrasco wieder. Fridjonsson in der Mitte läuft einfach blind durch. Er steht im Abseits. Sieht er das nicht? Ich meine, ist ja schön und gut, ne, dass er durchläuft, den Laufweg macht, aber er steht auch im Abseits. Warum sieht er das denn nicht? Carrasco. Schade, hat sich da fast durchgebackt. Holt ihn sich wieder. Komm, Junge, bleibt drauf. Aggressiv. Und auch hier drauf gehen, Nabrovic. Irgendwann machen sie hinten den Fehler. Irgendwann werden die das nicht durchhalten können oder die ganze Zeit. Aber wir müssen aufpassen. Okugawa als Hängespitze hat auch viel Ballbesitz. Rex Bitschei und jetzt vorne. Ich warte immer auf diesen Steckpass im Prinzip. Also durch die beiden Innenverteidiger durch. Jetzt hat Wolf mal zu viel Platz gegen Jongwa. Oh, die Flanke kommt. Dann haben die Collins. Viel Risiko, aber große Abgeklärtheit schon mit so jungen Jahren. Und Sinamoy mal über die andere Seite. Fridjonsson.
Kriegt den Ball, Duarte, jetzt muss er wieder in die Mitte. Dann kriegt er den Ball irgendwie angeflankt oder so. Friedjonsson, wer kommt von hinten? Jong war da oben oder Carrasco? Aber dann fehlt da, ja klar, gut, dann hat Friedjonsson gefehlt. Oder dann fehlt halt jemand. Und bei uns fehlt jetzt auch jemand hinten links. Die Augsburger kommen, kein Abseits, Muni, Achtung, Partov, kommt da ran, ist da im Zweikampf. Oh, Okugawa, schön gemacht, aber Jong war, so leicht geht's nicht. So leicht geht's nicht, der Fernschuss vorbei. Also auch die Augsburger, ich frage mich, wie die Letzter sind, die spielen gar nicht so schlecht. Aber dann fehlt es halt dann auch wahrscheinlich im Abschluss. Die machen dann auch wahrscheinlich zu wenig Tore. Und apropos Fehler, das dürfen wir natürlich nicht machen. Und jetzt die Augsburger mit der Chance, Borja, oh, Collins vorbei. Das hätte nicht unbedingt sein müssen, die Grätsche. Ich glaube, da wäre ich auch so rangekommen. Und dann für die Augsburger, kurz vor der Halbzeit mit 1:0. Ja, einfache Fehler, die werden bestraft. Auch der FC Augsburg schafft das. Fehler im Aufbau und dann die Grätsche sieht man nicht mehr. Ich glaube, die Grätsche hätte gar nicht sein müssen. Wir wären auch so rangekommen. Und dann ist es, glaube ich, SND. Hier sieht man das nochmal. Hier habe ich spekuliert natürlich, dass er schießt. Und dann ist der Ball schon 2-3 Meter weg vom Gegner. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt wird er doch schießen. Aber er hat dann nochmal gespielt. Und zwar auf, ach nee, Muni war es. Borja auf Muni und dann führen die Augsburger hier mit 1:0. Mit dem Halbzeitpfiff quasi. Ja, ist unglücklich, genau wie gegen den VfB. Aber sind wir wieder selber schuld. Die Tore passieren nur durch Fehler. Logischerweise, anders geht's nicht. Ja, wir sind auch vorne nicht so effizient bislang oder nicht so gut. Wir haben nur einen Schuss. Ich guck mal gerade, was wir machen können. Fünferkette nicht. 4-1-2-2 können wir auch machen. Wir können auch ein breites 4-4-2. Ich würde gerne mal ein 4-4-2 ausprobieren. Dann müsste ich aber umstellen. Beziehungsweise ich gucke erstmal bei den Profirollen. Mit Ball. Ja gut. Jongwa ist jetzt als Stürmer. Duarte als Linksverteidiger. Ist ja völliger Quatsch. Nee, das muss ich umstellen. Also, ich aktiviere die Taktik. Bleibt leider nicht so aktiviert. Muss ich gleich nochmal umstellen. Genau. Philipp Friedjonsson vorne. Carrasco, Castañeda. So habe ich mir das vorgestellt. So, und eigentlich müsste die Aufstellung jetzt so bleiben. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Es bleibt aber nicht so. 100%ig. Ah, doch. 4-4-2. Stellt sich automatisch um. So, jetzt 4-4-2 mit 2 Stürmern vorne. Und in die Breite gezogen, wie gesagt, gegen den 4-1-2-2. Die eigentlich keine Flügelspieler haben. Sondern eher breit gezogene zentrale Mittelfeldspieler. Müsste das doch eigentlich besser dann vorne aussehen. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr in der Offensive, damit wir das hier noch gedreht bekommen. Also ich möchte jetzt nicht gegen Augsburg. Ich möchte nicht die erste Mannschaft sein, die gegen die Augsburger verliert. Das habe ich mir nicht als Ziel vorgenommen. Deswegen schauen wir mal. Carrasco macht sich auf jeden Fall schon mal auf den Weg. Philipp vorne. Könnte Abseits sein, ganz knapp oder nicht. Nein, ist kein Abseits. Friedjonsson, der muss rein. Es geht doch. So habe ich mir das vorgestellt. Frühes Tor nach der Pause. Jetzt können sich die Augsburger warm anziehen. Friedjonsson friert auch schon. Da hatte ich erst gedacht, das ist Abseits. Und dann kriegt den Philipp auf Friedjonsson und dann macht er den ins lange Eck. Schön gespielt. Da war Labrovic auf dem Weg in die andere Ecke, aber den hätte er auch so nicht gehabt. So. Also, Formationsumstellung hat schon mal geklappt, hat schon mal gefruchtet und jetzt geht es hoffentlich genauso weiter. Aber auch nichts überstürzen. Auch die Augsburger, die kommen immer wieder mal zu Chancen. So wie jetzt. Muni wieder. Da fehlt wieder ein Verteidiger oder beziehungsweise ein Sechser, der sich da nach hinten fallen lässt. Jongwa ist da. Da muss ich dann auch nochmal die Formation so ein bisschen anpassen, also auch die Laufwege. Aber wir haben jetzt den Platz über den Flügel. Carrasco durch dieses breit gezogene 4-4-2. Friedjonsson, der will schon wieder den Ball. Den kriegt er auch. Und Labrovic. Und Hudson-Odoi, das ist auch so ein weiterer Random-Transfer. Ist genauso wie Welbeck, Heidenheim und was hatten wir auch letztens? Irgendwas hatten wir doch auch bei Bochum vielleicht. War da nicht irgendwie auch so ein etwas bekannterer Name? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Hudson-Odoi bei Augsburg. Welcher Scheich hat da denn wieder zugeschlagen? Guter Kopfball von Partov, bisschen zu hoch. Aber das ist schon sehr, sehr kurios. Und da seht ihr halt, was hilft gegen den 4-1-2-2, eine breite Formation. Man hätte auch eine Flügelformation machen können, 4-3-3. Wäre wahrscheinlich genauso gut gewesen, aber ein 4-4-2
zieht halt dieses kompakte 4-1-2-2 in die Breite. Das heißt, jetzt wird es noch mehr auf unsere Flügelspieler ankommen, auf Duarte, auf Carrasco, die jungen Leute. Aber machen sie. Bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Jetzt kommt erstmal Augsburg, da ist Hudson-Odoi gegen Nnamdi Collins und da ist wieder Muni und Partov. Achtung, Collins! Da war Sinamoy schon am Boden und wäre dann geschlagen gewesen. Und dann befreien wir uns natürlich wie eine Spitzentruppe hier. So, nächster Ball, Poso. Lang auf Carrasco. Ja, okay, der kommt beim Kameramann an. Guck jetzt nochmal, was wir hier machen können. Ob wir noch ein paar Optionen haben für den Flügel natürlich. Krodowski mal für Carrasco, andere Seite. Duarte lasse ich nochmal drauf. Rogov oder Paul Wanner. Kann der auch Stürmer? Ne, ein rechtes Mittelfeld. Hekimoglu vielleicht für Fridjonsson, aber einen Kopfballstarken brauche ich. Ich lasse das jetzt erst nochmal. Und eventuell ist da nochmal Hekimoglu vielleicht für Philipp, weil mit Fridjonsson gegen die Verteidigung, da brauchst du auch einen Kopfballstarken. So, auch das Pressing klappt leider nicht immer, natürlich. Aber Augsburg kommt, wie bei Muni. Schön die Innenverteidigung zusammenlassen, zur Not einen Sechser auswählen. Und wieder, das ist das ganz typische Hudson-Odoi. Ball 10 Meter vorgelegt und dann wäre er eigentlich durch gewesen. Aber wir sind ja hellwach. Und Philipp, der spielt jetzt einen guten Ball auf Duarte. Der hat Platz, sehr schnell. Wolf aber auch. Fridjonsson winkt. Da winkt er natürlich im richtigen Moment. Oh, dann kriegt er den in den Rücken. Auch das kommt noch mit dazu. Ist jetzt ein schnelles Spiel. Geht hin und her. Sehr schön. Ist viel Tempo drin. Gefällt mir. Das Ergebnis noch nicht so ganz, aber da arbeiten wir jetzt noch drauf hin. Wieder Hudson-Odoi, über den geht jetzt richtig viel, aber von Weitem, das ist zu ungefährlich für Sinamoy, Gott sei Dank. Und jetzt wir über Jongwa, Castaneda, Philipp und oben. Krodowski gegen Justin. Ja, war zu einfach. Das war zu plump. Eine Viertelstunde noch. Es sieht nach einem Unentschieden aus, aber ich habe das Gefühl, auch hier wird noch irgendeine Mannschaft ein Tor machen. Hoffentlich sind wir das. Und nicht die Augsburger. Die kommen jetzt über Moni. Ja, muss wieder hinten rum. Und Borja, nächste Chance. Achtung. Scheint so, als ob die Augsburger auch umgestellt haben. Müssen wir gleich mal beobachten. Borja, Hudson-Odoi. Über den geht jetzt auch sehr, sehr viel. Castaneda. Und den kriegen wir geklärt. Und die andere Richtung. Noch 10 Minuten. Schlussspurt. Ja, es sieht aber trotzdem immer noch nach einem 4-1-2-1-2 aus. Und nach dem 4-4-2. Schöner Flankenwechsel. Jetzt hier im Dreieck gespielt. Remberg. So vorne Fridjonsson. Unten haben wir auch Überzahl. Dann mal einen Seitenwechsel. Remberg. Oh, der ist lange in der Luft. Zu lange eigentlich schon. Philipp gegen Wolf. Wo ist Fridjonsson? Ich brauche jetzt Fridjonsson in der Mitte. Aber erstmal Duarte am zweiten Pfosten. Da ist Castaneda. Kein Abseits. Ah, doch. Schade, schade, schade. Ich hatte gehofft, dass Dimitar Berbatov die Flagge nicht hebt. Schöner Ball mit dem Außenriss. Ja gut, das war auf jeden Fall eine ganze Körperlänge abseits. Dann sind es noch 3 Minuten jetzt. SND ist nochmal reingekommen, nochmal ein frischer Stürmer, gibt nochmal Freistoß. Sieht nach einem Unentschieden aus. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass wir nochmal einmal den Ball gewinnen und eventuell dann durch ein Last-Minute-Tor oder die Augsburger noch gewinnen. So, jetzt haben wir vielleicht nochmal die Chance. Duarte, Krodowski auf Außen, muss er durchkriegen, hat er auch. Fridjonsson in der Mitte, macht sich schon bereit. Schlotterbeck so ein bisschen plump. Fridjonsson und jetzt quergelegt auf Philipp, Brian Philipp mit dem Tor. Das Last-Minute-Tor, ein Angriff noch, darauf habe ich spekuliert, darauf habe ich gehofft und es ist in Erfüllung gegangen. Das sind doch die schönsten Siege hier, in allerletzter Sekunde mit dem letzten Angriff. Das war aber auch plump verteilt und dann geht's durch die Beine. Das ist ja Höchststrafe. Ja gut, erwartetes Tor. Eine glatte 1, Balltempo 81 Stundenkilometer ins lange Eck. Der musste da natürlich auch rein. Und Ryan Philipp
macht das, wofür ich ihn geholt habe. 4. Tor im 10. Spiel. Und das war die letzte Aktion. Und wir springen gerade nochmal, ja, von dem Brett, bevor wir ins Wasser reingefallen wären. Erster Sieg für Augsburg, aber wir haben es gedreht. 2:1. Die Umstellung auf 4-4-2 hat gefruchtet. Die war richtig gut. Und am Ende ein knapper, aber doch, ich glaube, verdienter 2:1 Sieg. Leipzig-Frankfurt spielt auch nur unentschieden. Freiburg spielt unentschieden. Hoffenheim, das ist immer gut, wenn viele Mannschaften unentschieden spielen. Davon können nur wir profitieren. Und jetzt haben wir natürlich das nächste Spitzenspiel. 2. gegen 3. Die Bayern zu Hause gegen Preußen Münster. Wahnsinn. Dass es das nochmal gibt in der Bundesliga, hätte ich auch so nicht gedacht. So, wir spulen vor. Länderspielpause. Vielleicht haben wir nochmal einen Scout-Bericht. Jetzt müsste ja, glaube ich, gleich wieder... Oder haben wir überhaupt Scouts entsendet? Weiß ich gar nicht. Schaue ich gerade mal rein. Ob wir hier noch irgendwo... Ja gut, haben wir nicht mehr. Okay, wir müssen sie erst wieder ja, in die weite Welt hinaus senden. Ich schaue gerade mal, wo wir denn eventuell noch Bedarf haben. Und zwar gehen wir dazu mal auf die Mannschaft. Schauen wir gerade mal gemeinsam. Teammanagement. Also das ist momentan die Startelf. Innenverteidigung natürlich immer gerne. Da haben wir zwar mit Kulis und Scherder auch noch 2 Ersatzleute, aber ihr wisst halt, was ich meine, ne? Ein bisschen besser darf es natürlich immer sein. Also Innenverteidigung wäre auf jeden Fall jetzt mal die nächste Position, die ich mir hier ausgemacht habe. Rechtsverteidiger haben wir eigentlich jetzt erst. Poso, Jongwa und Kaba, da sind wir gut aufgestellt. Hier haben wir Duarte und Carrasco. Zentrales Mittelfeld, da haben wir bislang Rogoff und Randall. Wie kommt der denn da rein? Ist der einfach durch Zufall hier rein? ZOM haben wir eigentlich auch durch Wanner. Rechtes Mittelfeld. Stürmer haben wir auch jetzt erstmal. Gut, also Innenverteidiger. Und zentral defensives Mittelfeld. Dann schicke ich mal einen für die Innenverteidigung los. Welches Land könnte denn gute Innenverteidiger haben? Südamerika geht schon mal nicht. Wahrscheinlich, weil halt zu viel Geld dann ausgegeben werden müsste. Ja, Europa, Asien. Europa ist eigentlich immer das sicherste Pflaster, aber Afrika wäre auch nicht verkehrt. Afrika hat auch immer gute Verteidiger gehabt. Oder hat auch immer mal gute Verteidiger. So ist es nicht. Ozeanien. Gut, da habe ich jetzt erstmal genug Spieler. Vielleicht... Asien. Was gibt's hier in Asien? Zentralasien, Südasien, Südostasien. Gut, Australien ist hier gar nicht mit dabei, ne? Werden die hier nicht aufgezählt? Die zählen wohl hier noch zu Ozeanien. Westasien ist sogar noch die Türkei mit dabei, unter anderem. Ja, Südkorea, Japan. Vielleicht zentrales Mittelfeld. Ich gucke einfach mal. Wir machen mal Japan. Und für 3 Monate. Und dann suchen wir mal einen Innenverteidiger aus Japan. Was kann ich hier nochmal? Eine ausgewählte Position. Weiter. Achso, jetzt habe ich hier noch verschiedene Schwerpunktrollen. Mache ich auch einfach mal. Komm. Warum nicht? Ist vielleicht ein bisschen schwerer dann. Der geht schon mal nach Japan. Und den anderen, da holen wir uns jetzt einen zentralen Mittelfeldspieler. Da könnte ich auch eigentlich wieder Deutschland machen. Aber ich würde ja gerne mal auch in anderen Ländern gucken, ne? Mexiko, USA. Asien waren wir jetzt, dann gut, gehen wir halt Europa und da geht halt auch nur Osteuropa, weil wahrscheinlich hier zu viel Geld, okay, Budget würde dann überschritten werden. Deswegen, gucken wir mal nach Osteuropa. Warum nicht? Da haben wir jetzt auch ein paar mehr Länder, vielleicht wer vom Balkan, so ein Milinkovic, Savic, Nachfolger, ne, da gibt es auch immer mal, oder Bosnien, Montenegro, das ist halt auch ein sehr interessantes Fleckchen. Wir machen jetzt einfach mal Serbien für 3 Monate und zwar ZDM. Innenverteidiger, Absicherung, tiefstehender Motor. So, Jungs, bringt mir Spieler. Ich bin sehr, sehr gespannt. Beide kommen dann am 11. März das erste Mal zurück. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch leider kein Geld mehr, um die dann zu kaufen. Wobei 30.000. Schauen wir einfach mal. So, 2 ungelesene Mails. Spuren wir vor. Länderspielpause ist ja dann gleich vorbei. Und dann geht's gegen die Bayern ran. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wird eine interessante Aufgabe. Aber wenn wir so spielen wie gegen Dortmund und da wieder 0-0 mitholen, dann bin ich mehr als zufrieden. Wir gucken mal gerade, wie die Bayern drauf sind. Die letzten 5 Spiele alles gewonnen. Das ist die Creme de la Creme, ey. Sascha Boey, Rechtsverteidiger, Mendes, Eric Dyer, Upamecano, Palhinha, Leimer. Dann haben wir Brian Zaragoza, Musiala, Olise, Harry Kane und dann noch auf der Bank Rabiot, Simon, Dybala, Stones verletzt, Müller. Also, was wollt ihr noch? Ist die beste Truppe hier in der Liga. Aber mit solchen Leuten möchte ich mich natürlich auch gerne messen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Die Bayern können auch mit einem Sieg auf 2 Punkte an Dortmund rankommen, die noch immer nicht verloren haben. Frankfurt 4., Leipzig 6., Leverkusen 8. Also es richtet sich jetzt so ein bisschen. Und die Augsburger warten halt immer noch auf ihren ersten Sieg. Mainz, Bremen, ist auch alles noch eng zusammen. Und dann machen wir weiter gegen Bayern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt, was unsere Scouts holen aus Serbien und aus Japan.
Auch sehr, sehr wild, ne? Naja, also gucken wir. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.